Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Sie kommt von dem Anime Zero no Tsukaima. Ihr Name ist Louise. Sie hat einen Scale von 1,7 und sie kommt von dem Hersteller Kadokawa. Ja, sie ist die Reading-Version. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich die Box an. Leider ist meine Box hier ein bisschen eingedrückt, also wo das Plastik ist, aber sonst ist sie relativ unbeschadet. Hier sieht man auch gleich schon die Figur da drinnen. Hier ein Bild von Louise und eben, dass ich glaube, Kadokawa Goods mal zusammenarbeiten und ein Hersteller in der Mitte, keine Ahnung wer das ist. Ja, hier sieht man eben den Namen, Wedding Dress und ein 7 Scale in Pink. Überall so Deko-Sachen in Silbergrau, finde ich auch sehr schön. Dann, ich finde dieses Bild ja voll cool. Ich war leider so blöd und habe die Figur ohne den Shikishi gekauft, bestellt, weil es gibt ja was, ich weiß, ein Shikishi und das sah wirklich voll toll aus und ja, mal sehen, vielleicht bekomme ich es irgendwie. Ja, hinten sieht man dann eben die Figur, man kann die Figur eben mit dem großen Kleid machen oder eben mit so einem kleinen Kleid. Ich persönlich finde die Figur eigentlich in beiden Versionen sehr gut, aber ich werde sie, glaube ich, mit dem großen Kleid aufstellen und nicht mit dem kleinen Kleid. Ja, so, hier sieht man eben eine japanische Beschreibung, sonst eigentlich nichts Spannendes. Diese Seite sieht man eben auch nochmal die Figur und die Beschreibung, eben welcher Anime und. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir gleich die Box. Ja, was ich noch sagen wollte, die Box ist wirklich riesengroß, also ich glaube, der Versand ist bei dieser Figur ein bisschen teurer, also man kann hier, glaube ich, nicht den billigsten Versand auswählen. Ja, hier sieht man eben die Figur, den Blumenstrauß und das andere Weddingkleid und viel Plastikschutz wie immer. Hinten sieht man dann ja dasselbe und viel Plupfolie. Bei Kadokawa habe ich leider nicht so viele gute Erfahrungen, da sie meist recht viele Farbfehler machen und eher schlampig arbeiten. Ich hoffe jedoch, dass diese Figur perfekt ist, da der Preis leider in Japan schon relativ hoch ist. Ja, dann würde ich sagen, mache ich gleich die Box auf. Ja, die Base ist nicht sonderlich spannend, aber das verstehe ich auch, weil mit dem großen Kleid ist die Figur, ja, da sieht man eigentlich nicht wirklich viel von der Base. Ja, dann habe ich hier die Figur. Die hat hier noch einen Plastikschutz und hier hinten hat sie ein Schwämmchen, dass die Haare nicht nach runter gedrückt werden. Ich sehe jetzt keine schwerwiegenden Fehler. Hier ist ein bisschen Kleber zu sehen, aber ich glaube, den sieht man jetzt nicht so gut auf der Kamera. Sonst ist sie eigentlich relativ schön. Ich werde mal das Zeug hier weggeben, das Schwämmchen. Ja, dann gebe ich die Figur mal auf die Base. Die gehört hier, glaube ich, so reingesteckt. Ja, dann entferne ich mal das Plastik hier noch und hier hinten. Was ich gesehen habe, es ist eine Beschreibung dabei, muss man die Schleife hier abnehmen, wenn man hier das große Kleid anlegen will. Und auch eine Hand muss man abnehmen und den Kopf. Aber ich zeige euch die Figur jetzt mal ohne den großen Kleid. Ja, das wäre mal das Gesicht von Louise. Ich finde, Kadokawa eben hat nicht die beste Qualität, aber ich finde, das Gesicht wurde eigentlich sehr gut gemacht. Also es sieht wirklich aus wie von Louise. Also ja, auch die Augen sind wirklich sehr schön gemacht. Ich finde den Eindruck von den Augen wirklich sehr schön. Ich finde, sie hätten die Farbe ein bisschen kräftiger machen können bei den Augen, aber sonst finde ich, ist sie sehr schön. Ja, die Haare von Louise, finde ich persönlich, haben sie extrem gut gemacht. Also generell finde ich die Farbe eben sehr interessant, da ein Gelbstich mit dem Rosa gemacht wurde und ich finde, das passt wirklich sehr gut zusammen. Ich finde die Haare von dem, wie sie gemacht haben, dass sie so nach außen fallen und hinten so wuschelig gemacht worden sind, passt wirklich sehr gut zu Louise. Auch hier, wie sie die Haare gemacht haben. Das Ganze, also ich finde, die Haare haben sie wirklich wow. Also mir gefallen die Haare extrem gut von Louise. Ich finde, die Haare geben der Figur eine gewisse Dynamik. Ja, warum will ich die Figur mit dem großen Kleid aufstellen? Ich weiß nicht, ich finde das Kleid einfach sehr langweilig. Also ich bin eigentlich kein Fan von den großen Wedding Dresses.
und mag eher eigentlich schlichtere Kleider, da die meist nicht so künstlich wirken, aber irgendwie finde ich, dieses Kleid ist, ich weiß nicht, es hat einfach nichts, es wirkt einfach nicht passend zu Louise, da Louise eben für mich eher ein Charakter ist, der was eben aufbrausend ist und sich viel bewegt und humorvoll und sonstiges ist und nicht so, ja, so steif und schlicht. Deswegen finde ich das Kleid jetzt nicht so passend zu Louise. Aber sonst finde ich, das Kleid haben sie sehr gut gemacht. Also hier mit den Falten und allem. Auch die Farbe mit dem leichten rosa-violett wurde wirklich sehr passend dazu gemacht. Ja, was ich sehr gut finde an der Figur, mal sehr was anderes ist, dass sie hier bei den Knochen das nicht dunkelhäutig gemacht haben, sondern weißlicher, also heller als die Hautfarbe. Das finde ich mal sehr interessant. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass sie hier den einen Fuß in die Luft gemacht haben, da die Figur sonst mit dem einfachen Kleid wirklich sehr langweilig aussehen würde, wenn sie nur steif dastehen würde. Ja, so finde ich die Hände, wie sie die Hände hält, wirklich sehr interessant. Was mich ein bisschen stört, ist bei den Fingern, da sie hat einen Nagellack, einen leichten, jedoch glänzen mir irgendwie die Finger ein wenig zu viel, also irgendwie wirkt das sieht man wahrscheinlich hier nicht so gut, aber es sieht irgendwie, als wäre hier überall Nagellack auf den ganzen Fingern, aber ansonsten mit den Händen die Pose wurde wirklich sehr gut gemacht. Ja, in der Beschreibung steht, dass man den Kopf abnehmen soll von Louise und eben einen Arm und hinten die Schleife, das werde ich jetzt machen. Ja, das wäre jetzt mal Louise ohne Kopf und Hand und Schleife hinten. Ja, hier sieht man eigentlich nichts Spannendes mehr. So, dann haben wir eben das große Wedding Dress. Ich finde das wirklich sehr schön gemacht. Also ich bin ja eigentlich kein Fan von den ganzen Wedding Dresses, was ich schon mal gesagt habe. Aber ich finde, sie haben es wirklich sehr schön gemacht. Also dieses zarte Violett mit dem Weiß sieht wirklich sehr schön aus. Auch die Falten haben es wirklich sehr gut gemacht. Und dass die ganzen Bewegungen in diese Seite gehen, finde ich auch wirklich sehr gut. Auch hier haben sie schöne Rosen gemacht. Und hier auch die Rüschen. Und dass sie es hier eher weißlich gehalten haben. Ich finde, das ist wirklich ein schönes Kleid. Also mir gefällt es wirklich voll. Also ich kann nichts dazu sagen und ich habe auch wirklich Glück. Ich habe eigentlich keinen Fehler gefunden. Also jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss sie neu kaufen. Ja, also als erstes, laut Beschreibung gehört hier der Teil abgenommen, der obere Teil. Das sind dann so 3 Teile. Ja, so sieht das jetzt aus. Hier hat es eben Löcher für das, dass man es wieder raufgeben kann. Ich kann mir vorstellen, dass man wahrscheinlich das eben auf die Figur gibt und dann das rauf auf die Figur und. Ja, es ist, wie ich es mir dachte, nur ein bisschen anders. Man gibt als erstes die kleinen Teile auf Louise und dann gibt man die Figur in das große Kleid. Das ist so, dass hier hinten eben das Stückchen ist, das, wo vorher die Schleife war, reinkommt. Das passt sehr gut rein, also es hält auch sehr gut. Und dann muss man das eben verbinden mit dem Teil, dass das zusammenhält. Geht eigentlich wirklich sehr leicht, also nicht, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das geht so schwierig. Und sieht auch eigentlich recht gut aus, also wie man es zusammensteckt hier. Die Spalten sind jetzt nicht zu groß. Das gibt es ja leider auch recht oft bei Figuren, dass das dann irgendwie komisch aussieht. Ja, ich habe die Figur jetzt eben so wie nach Beschreibung aufgestellt mit dem Teil hier. Was leider ein bisschen der Horror wird, ich kann die Figur wieder von der Base runtergeben, muss die Figur ohne der Base hier hinten reingeben. Das heißt, ich werde es jetzt mal von der Base nehmen. Ja, ich gebe die Figur jetzt hier rein.
Das stellt man hier einfach rein und sie hat ja eben da die Löcher, die passend wieder reingehören mit dem anderen Kleid. Ja, das Kleid wäre somit fertig, also zusammengebaut mit Louise selbst. Ja, dann gehört, zum Schluss gehört eigentlich die Base erst drauf gegeben, also die Figur auf die Base. Aber ich werde das machen, bevor ich der Figur die Hand gebe, den Blumenstrauß und den Kopf, da ich glaube, es ist so besser, weil nicht, wenn auf einmal der Kopf runterfällt oder sonstiges. Ja, am besten ist es eben so von seitlich unten das ein wenig reindrücken, weil recht viel anders geht das irgendwie nicht. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Schleier an von ihr. Ja, das ist jetzt der Schleier. Katastrophal, also deswegen mag ich Kadokawa ja nicht so. Ich finde, die Klebestelle sieht einfach grauslich aus, also ja, für mich traurig so etwas oder hier. Also für mich, da würde ich sagen, bitte verlangt 10 Euro mehr und macht mir das ein bisschen besser. In einen ganzen Teil oder keine Ahnung, aber ich finde das einfach ja, schrecklich. Hier sieht man eben die Krone. Die ganzen Falten hier im Schleier haben es wirklich sehr gut gemacht. Auch das Muster finde ich sehr schön. Und was mir besonders gefällt, ist dieses Violett hier, dieses leichte, das wirklich nur gemacht wurde, wo hier starke Rillen sind von den Falten. Das finde ich sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch den Blumenstrauß an, der noch dabei ist. Ja, das wäre der Blumenstrauß. Was ich besonders cool finde an dem ist, dass hier grün raussteht. Weil normal ist das ja meist nur so ein runder Ball mit einem geraden Ding zum Festhalten. Und sie hat hier sogar nicht so ein gerades Ding, sondern wirklich ein bisschen realistischer gemacht, wo man sogar einzelne Stiele ein wenig sieht von den Pflanzen. Ja, so die Farben finde ich auch sehr schön, besonders dass auch Gelb drinnen ist. Und ja, also sieht wirklich sehr toll aus. Ja, dann habe ich Louise die Hand wieder gegeben. Ich finde es sogar interessant, dass man die sogar ein bisschen drehen kann. Dass das innen so eine runde Verbindung ist. Gebe ich ja auch schon den Kopf. Der hat sogar hier heroben bei dem Hals einen Magneten. Und ich möchte euch vorher noch etwas zeigen. Ich finde es wow. Also die Haare hier, dieses dunkle Violett sieht wirklich super aus. Es ist voll schade, dass man das nicht sieht. Also weil es ja eigentlich, ja, man sieht es nicht, man sieht nur diese Seite. Aber sie haben das wirklich sehr cool gemacht. Was ich glaube, was wirklich auch gut aussehen würde, wenn sie dieses Violett hier ein wenig gemacht hätten, bei den unteren Haaren hier drinnen. Das hätte wirklich auch, glaube ich, gut ausgeschaut. Aber so mit dem Gelb-Rosa sieht es auch wirklich sehr gut aus. Und ich glaube, es sieht auch so mehr nach Louise aus, als wenn diese Farbe noch dabei wäre. Aber diese Farbe sieht wirklich wow aus. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich eben mal den Kopf auf. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass das Diadem hier runter gehört. Dass hier der Schleier reingedrückt wird. Ja, da habe ich richtig geraten. Da ist hier daneben so ein Loch auf den Kopf. Und da gehört der Schleier. Ich bin mir leider noch nicht sicher, ob ich sie mit dem Schleier aufstellen werde oder nur mit dem Diadem, weil ich Schleier nicht so mag. Ich finde die irgendwie ein wenig komisch. Aber probieren wir das jetzt einfach mal. Ja, katastrophal. Also ich hoffe, das zerkratzt die Haare nicht. Dann gebe ich auch den Blumenstrauß noch in die Hand. Ich glaube mal, der kommt so, dass die Schleifen nach vorn schauen. Ja, das wäre jetzt die Figur Louise. Ich finde sie perfekt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie sagen würde, sieht nicht so gut aus, auch wenn es Kadokawa ist. Sie haben wirklich eine tolle Arbeit geleistet an der Figur. Ich glaube, ich habe ungefähr 180 bis 200 Euro bezahlt für die Figur. Ich finde, sie ist es auf jeden Fall wert. Ich gebe ihr 9,5 Sterne von 10 Sternen, da es leider Kadokawa ist und Kadokawa einfach ein bisschen schlampig arbeitet, aber wirklich, sie haben sich wirklich sehr Mühe gegeben und es ist es auf jeden Fall wert, dass man die Figur kauft. Also auch hier mit dem
Schleier und dass man die Haare nach hinten sieht, weil der Schleier einfach in die Luft geht. Das finde ich wirklich wow. Also die Ideen sind wirklich sehr gut bei dieser Figur. Auch diese Hand hier finde ich persönlich sehr schön. Es wirkt einfach alles passend zu Louise. Ja, vom Scale her ist sie ein 7, so wie diese Figur. Ich finde, sie hat einen guten 1,7 Scale, also sie ist nicht zu klein und nicht zu groß. Also ich finde, sie ist passend für einen 1,7 Scale. Also ja, kaufen die Figur. Man muss sie kaufen. Also ich finde sie wirklich, sie ist die beste Reading-Figur in meinen Augen. Alleine wegen dem Dress, weil das Dress wirklich wow aussieht. Also es ist nicht so steif wie bei den meisten Reading Dresses, aber das sieht einfach Bombe aus. Also, und ich liebe auch den Charakter. Es ist es auf jeden Fall wert, dass man sich die Figur kauft. Ja, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!